Wie sagt man so schön, jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Nachdem ich euch bereits letzte Woche ausführlich erklärt habe, warum Warcraft 3 nach 4 Jahren erneut ein Comeback feiern könnte, verdichten sich jetzt die Indizien, dass Blizzard für RTS-Fans demnächst mit einer größeren Ankündigung um die Ecke kommt. Daher alle Infos zu einem möglichen Warcraft 3 Reforged 2.0 oder Reforged oder whatever. Jetzt in den Zocker Lounge Gaming News. We're too late. This entire city must be purged. Kurz, um euch nochmal abzuholen. Blizzard hat im Jahr 2020 mit einer sogenannten Reforged Edition für Warcraft 3 die Herzen seiner Fans gebrochen, da sie viele Versprechungen nicht halten konnten und zudem massenhaft Features aus dem Spiel gestrichen haben. Wem das nichts sagt, schaut unbedingt mein Video von letzter Woche dazu. So, da jetzt alle abgeholt sind, geht's nun weiter. Zunächst mal ein kleiner Downer. Mehr oder weniger gesichert wissen wir, dass bei Blizzard aktuell an einer Version 2.0 zu Warcraft 3 Reforged gearbeitet wird. Da Warcraft 3 in seiner langen Geschichte immer nur 1er-Versionen hatte, sollte hier ein massives Update im Raum stehen. So weit, so gut. Nur habe ich das Ganze im letzten Video mit StarCraft 2 verglichen und behauptet, dass eine neue Versionsvornummer immer ein Add-on zu bedeuten hatte. Das war bis Version 3.0 auch korrekt. Blöd ist aber, dass Blizzard StarCraft 2 erst vor wenigen Stunden schon auf Version 5.0 angehoben hat. Version 4.0 war somit der Umbau zu einem Free-to-Play-Titel und Version 5.0 ist jetzt der Umbau hin zu einem Game Pass-Spiel, welches dem Sci-Fi-Titel jetzt ganz taufrisch weitere Balance-Anpassungen spendiert hat. Eine neue Versionsvornummer bedeutet also nicht automatisch ein großes Add-on. Ich meine, im Falle von Warcraft 3 würde das auch nicht unbedingt Sinn machen. Aber der Vergleich mit dem Sci-Fi-Bruder StarCraft ist trotzdem nicht falsch. Ganz im Gegenteil. Sollte also tatsächlich in Kürze ein neues Warcraft 3 angekündigt werden, könnte es sich, völlig realistisch und ganz nüchtern betrachtet, ebenfalls um ein ähnliches Free-to-Play-Modell und oder eben um eine Game Pass-Integration handeln. Und jetzt klappern wir mal die Indizien dazu ab. Wie bereits von Dataminern zerlegt, wird der kommende oder aktuelle World of Warcraft Patch 11.0.5 die 4 Rassenwappen von Warcraft 3 Völkern enthalten, also Menschen, Orks, Untote und Nachtelfen. Wir bleiben bei World of Warcraft, denn hier gibt es auch 2 neue Reittiere mit dem Blackrock Warsaber und dem Kaldorei Warwolf aus Warcraft 3, welche zwar schon länger vorhanden sind, aber jetzt auf Promotion, also mit Werbevermerk versehen wurden und somit auf eine Art Cross-Promotion hindeuten, welche in Kürze starten müsste. Außerdem veröffentlicht Blizzard hier zum 30. Warcraft-Geburtstag das 30 Jahre Jubiläumsbundle, welches 8 Reittiere enthält, welche wiederum alle auf Warcraft 3 basieren und den Beinamen Chaos tragen, was simpel auf Warcraft 3 Reign of Chaos anspielen sollte. Es wird aber noch eindeutiger, wenn man sich die Presseseite von Blizzard anschaut. Denn diese wurde bereits anlässlich des 20. Jubiläums von World of Warcraft und dem 30. Jubiläum von Warcraft allgemein umgebaut. Spannend ist nämlich, dass Blizzard hier den Platzhalter Warcraft RTS ergänzt hat. Es wird also hier in Kürze neues Pressematerial zu einem Warcraft RTS-Titel eingestellt werden. Und jetzt schauen wir uns auch das Hintergrundbild der Seite genauer an. Und ja, das ist jetzt vielleicht sehr spekulativ, aber hier kann man rechts eigentlich sehr gut Thrall und Tyrant zu Pferd erkennen, welche genauso in Warcraft 3 vorkommen. Man muss auch erwähnen, dass der ganze Laden mittlerweile Microsoft gehört, die selbst gesagt haben, das RTS-Genre wiederbeleben zu wollen, was sie die letzten Jahre mit der Age of Empires Serie bereits mit Bravour gemeistert haben. In 2 Wochen, genauer gesagt pünktlich zum Warcraft-Geburtstag am 13. November 2024, sollte Blizzard die Bombe dann platzen lassen. Dass da was kommt, ist mittlerweile klar, nur der Umfang eben noch nicht. Von mega Hype bis grandiose Enttäuschung ist alles drin. Es bleibt also spannend und ich für euch natürlich dran. Also gerne ein Abo da lassen, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal. Was soll das? Was machst du da, mein Sohn? Dich beerben, Vater.
Dieses Reich wird fallen. Und aus der Asche entsteht eine neue Ordnung, die die Welt in ihren Grund